In diesem Video möchte ich euch die Magnetic Gaming Boards vorstellen, mit denen man modulare und immer neue Spielflächen aufbauen kann. Und zwar ohne, dass etwas verrutscht. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS, und gewinnen könnt ihr dieses Mal auch etwas. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere von euch ja noch an mein Review zum Gaming Board System von TT Combat. Und auch an die Spielplatte, die ich mit diesem System gebaut hatte. Ein kleiner Nachteil der jeweils 12 x 12 Zoll großen Segmente war damals, dass sie nur über ein etwas frickeliges Stecksystem fest miteinander verbunden werden konnten. Eine magnetische Lösung wäre da viel praktischer gewesen. Dieses Problem hatte Miniaturicum schon vor einiger Zeit mit ihrem hauseigenen Modular Gaming Board System beseitigt. Deren MDF-Boards sind ebenfalls 12 x 12 Zoll groß und können wahlweise mit oder ohne Magnete bestellt werden. Wobei der Aufpreis gemessen an der jeweils gelieferten Magnetanzahl absolut fair ist. Ein zum Beispiel 36 x 36 bzw. 91,5 x 91,5 cm großes Gamingboard, bestehend aus 9 MDF-Segmenten und 144 Magneten, kostet nur 51,90 €. Als Neuheit zu diesem System präsentiert Miniaturicum nun eine flachere und noch flexiblere Variante. Die Magnetic Gaming Boards, von denen ich kostenlos und unverbindlich einige für ein Review zugeschickt bekommen habe. Wie der Name schon sagt, werden diese Boards direkt mit allen nötigen Magneten geliefert. Denn weil diese Boards kleiner und leichter sind, bestünde hier ansonsten extreme Verrutschungsgefahr. Vor allem wenn man sich mit den sogenannten Tiles zum Beispiel ein flexibles Dungeon-System aus Räumen und Korridoren aufbauen möchte. Die Magnetic Gaming Boards gibt's aktuell in 4 verschiedenen Größen basierend auf dem englischen Zollmaß. Das kleinste Teil ist 3 x 3 Zoll groß, also rund 7,5 x 7,5 cm. Das nächstgrößere Teil ist doppelt so groß, sprich 6 x 3 Zoll. Es folgt die 6 x 6 Zoll Variante, was 15,2 x 15,2 cm entspricht. Und schließlich noch das klassische 12 x 12 Zoll große Teil von 30,5 x 30,5 cm. Der Fokus bei den Magnetic Gaming Boards liegt allerdings bewusst auf den kleineren Teils. Die 12 x 12 Zoll große Variante ist eher als Ergänzung gedacht. Denn die Idee hinter den Magnetic Gaming Boards ist, kleinere Spielfelder besonders flexibel und immer wieder mit neuen Grundrissen aufbauen zu können. Hier zeigt das Starter-Set auch schon, was so alles möglich ist. Insgesamt 26 voll magnetisierte Tiles in 3 unterschiedlichen Größen lassen sich gefühlt in unbegrenzten Varianten kombinieren. Zum Beispiel für Spiele wie Bushido oder andere Skirmish-Systeme, die auf 24 x 24 Zoll oder ähnlich großen Flächen gespielt werden. Und wenn man die Tiles in einem anderen Format anordnet, lassen sich darauf natürlich zum Beispiel auch Warcry oder Killteam-Partien ausfechten. Entsprechend kann man sich auch beim Gestalten richtig austoben. Einfach auf zum Beispiel 1/3 der Tiles etwas Gelände festkleben und dann alle Flächen mit Sand und Streu gestalten. Im Handumdrehen könnt ihr eure Spielflächen dann immer wieder neu aufbauen, ohne dass dann beim Spielen etwas verrutscht. Zwischen den Partien lassen sich die Tiles ohne Gelände dann platzsparend verstauen, die gestalteten Tiles werden dann einfach darauf gelegt. Apropos platzsparend: Alle Tiles werden in quasi MDF-Gussrahmen geliefert, aus denen die Bauteile ganz einfach herauszulösen sind. Es gibt immer eine Bodenplatte, 4 Seitenteile mit Löchern für die Magnete und mehrere Gitterbauteile. Diese Gitterbauteile unterscheiden sich übrigens nur in der Länge und sind ansonsten immer gleich. Man kann also nichts verwechseln, man muss die Bauteile manchmal einfach nur drehen, um das Gitter zusammenzustecken. Wichtig ist nur, dass alle Halterungen für die Bodenplatte nach oben zeigen. Anschließend wird aufs Gitter etwas Holzleim aufgetragen, die Bodenplatte aufgeklebt und dann am Rand unter der Bodenplatte wieder Holzleim aufgebracht, um die Seitenteile anzukleben. Nach dem Trocknen gibt man dann in jedes Magnetloch entweder Sekundenkleber oder abermals einen guten Tropfen Holzleim, um die Magnete anzubringen. Hierbei ist dann natürlich die Polung wichtig. Schnappt euch am besten den mitgelieferten Magnetvorrat und markiert die beiden Pole mit unterschiedlichen Farben. Teilt den Magnetvorrat dann in der Mitte, um in alle rechten Löcher jeweils Magnete mit der einen Polung und dann in alle linken Löcher jeweils Magnete mit der anderen Polung einzusetzen.
Diese abwechselnde Anordnung gilt dann auch für längere Seitenteile mit mehr als 2 Löchern. Also rechtes Loch, rechtes Loch und linkes Loch. Ich markiere hier nochmal nachträglich die Magnetpole zum besseren Verständnis. Insgesamt macht das Magnetic Gaming Board System auf mich einen sehr guten und wirklich durchdachten Eindruck. Die MDF-Teile sind leicht herauszulösen und lassen sich passgenau zusammenbauen. Die mitgelieferten 6 mm Magnete sind natürlich der Clou, denn dadurch werden alle Teils beim Spielen stabil zusammengehalten. Und der Preis stimmt meiner Meinung nach auch. Ich habe auch schon 2 Spielplattenideen im Kopf, die ich demnächst mit den Magnetic Gaming Boards umsetzen werde. Einmal eine düstere Fantasy-Landschaft mit dem aktuellen Warcry-Gelände und zweitens einen Dungeon mit Wänden aus Hartschaumbauteilen für euch zum Nachbauen. Und wenn ihr auch schon eine Spielplattenidee habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Denn unter allen Spielplattenvorschlägen, die bis einschließlich 15. Oktober 2023 unter diesem Video von euch gepostet werden, verlost Miniaturicum ein Magnetic Gaming Board Starter Set mit 26 Teils für eine Fläche von 24 x 24 Zoll. Weitere Infos und Links findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Viel Spaß und Glück beim Mitmachen und wir sehen uns dann nächsten Freitag. Bis dann!